Introducing yourself. Quick overview. Vocabulary. Forming the plural. Greeting someone and saying goodbye. Introducing yourself. Saying thank you and please. Verbs. Sein. To be. Haben. To have. Kommen. To come. Heißen. To be called. Wohnen. To live. Word order. Before we start with the important phrases in German used to greet someone, it is important to know some vocabulary first. Der Tag. Day. Again. Der Tag. Day. Der Morgen. Morning. Again, that's der Morgen. Morning. Der Vormittag, 10 to 12. Forenoon. Again, that's der Vormittag, 10 to 12. Forenoon. Der Mittag, 12 to 2. Noon. Again, that's der Mittag, 12 to 2. Noon. Der Nachmittag, 2 to 6. Afternoon. Again, that's der Nachmittag, 2 to 6. Afternoon. Der Abend, 6 to 9. Evening. Again, der Abend, 6 to 9. Evening. Die Nacht. Night. Again, die Nacht. Night. Die Woche. Week. Again, die Woche. Week. Der Monat. The month. Again, der Monat. The month. Das Jahr. The year. Again, das Jahr. The year. If you want to say yesterday, you will say gestern. If you want to say today, you will say heute. If you want to say tomorrow, you will say morgen. Again, that's yesterday, meaning gestern. Today, meaning heute. Tomorrow, meaning morgen. What do you notice when you look at these words? What type of words are they? Right, nouns. In German, the first letter of the noun is always a capital letter. Another thing about nouns is that they always have an article, der, die, or das. We will talk about nouns and articles as we go because there are many of them and there is no use of learning the whole list at once. Another characteristic of nouns is that they can be in plural form as well. It is crucial for you to know how the plural is formed before we move on. Most nouns have two forms. Singular. The singular indicates that the corresponding noun exists only once. Here is an example. Es dauert eine Woche. It lasts 1 week. The important word is die Woche, week, which is in the singular. Plural. The plural indicates that the corresponding noun exists several times. Es dauert 2 Wochen. It lasts 2 weeks. As you can see, now the word Woche has an N at the end in the plural.
in the plural form, no general rule can be determined. However, most nouns form the plural form with n or e. Some form an umlaut in the plural formation ä, ö, ü. All nouns in the plural have the plural article die. We distinguish between the following plural forms: masculine and neutral nouns that end in er, en, el, chen, lein have no plural ending. Masculine nouns often get an umlaut. Das Jahr, die Jahre, year. Der Monat, die Monate, month. Der Apfel, die Äpfel, apple. Again, that's das Jahr, die Jahre, year. Der Monat, die Monate, month. Der Apfel, die Äpfel, apple. Das Mädchen, die Mädchen, girl. Der Garten, die Gärten, garden. Der Vater, die Väter, father. Again, das Mädchen, die Mädchen, girl. Der Garten, die Gärten, garden. Der Vater, die Väter, father. Das Männlein, die Männlein, little man. Das Zeichen, die Zeichen, sign. Der Vogel, die Vögel, bird. Again, that's das Männlein, die Männlein, little man. Das Zeichen, die Zeichen, sign. Der Vogel, die Vögel, bird. Most masculine and neutral nouns form the plural form with e. The masculine nouns often have an umlaut, feminine nouns always. Der Fall, die Fälle, case. Das Boot, die Boote, boat. Die Kuh, die Kühe, cow. Again, der Fall, die Fälle, case. Das Boot, die Boote, boat. Die Kuh, die Kühe, cow. Der Tag, die Tage, day. Das Gedicht, die Gedichte, poem. Die Maus, die Mäuse, mouse. Again, der Tag, die Tage, day. Das Gedicht, die Gedichte, poem. Die Maus, die Mäuse, mouse. Der Tisch, die Tische, table. Das Telefon, die Telefone, phone. Die Nacht, die Nächte, night. Again, der Tisch, die Tische, table. Das Telefon, die Telefone, phone. Die Nacht, die Nächte, night. All masculine nouns of n declination, most feminine nouns, many foreign words, and some neutral nouns form the plural form with en. The plural form in this group is almost always formed without umlaut. Der Junge, die Jungen, boy. Das Auge, die
Augen, Eye. Die Frage, die Fragen, question. Again, der Junge, die Jungen, boy. Das Auge, die Augen, eye. Die Frage, die Fragen, question. Der Löwe, die Löwen, lion. Das Bett, die Betten, bed. Die Idee, die Ideen, idea. Again, that's der Löwe, die Löwen, lion. Das Bett, die Betten, bed. Die Idee, die Ideen, idea. Der Student, die Studenten, student. Das Ohr, die Ohren, ear. Die Straße, die Straßen, street. Again, that's der Student, die Studenten, student. Das Ohr, die Ohren, ear. Die Straße, die Straßen, street. Most neutral nouns and some masculine nouns form the plural form with the ending er. In this group, most nouns with the self sounds a, o, or u form an umlaut. Das Buch, die Bücher, book. Das Land, die Länder, land. Das Wort, die Wörter, word. Again. Das Buch, die Bücher, book. Das Land, die Länder, land. Das Wort, die Wörter, word. Das Haus, die Häuser, house. Der Mann, die Männer, man. Der Wald, die Wälder, forest. Again, that's das Haus, die Häuser, house. Der Mann, die Männer, man. Der Wald, die Wälder, forest. Das Bild, die Bilder, painting. Das Kind, die Kinder, child. Das Licht, die Lichter, light. Again, das Bild, die Bilder, painting. Das Kind, die Kinder, child. Das Licht, die Lichter, light. Nouns with the suffixes a, I, o, or u, abbreviations and foreign words form their plural form with s. Das Foto, die Fotos, photo. Das Kino, die Kinos, cinema. Das Taxi, die Taxis, cab. Again, das Foto, die Fotos, photo. Das Kino, die Kinos, cinema. Das Taxi, die Taxis, cab. Das Sofa, die Sofas, couch. Die Oma, die Omas, grandma. Der Opa, die Opas, grandpa. Again, that's das Sofa, die Sofas, couch. Die Oma, die Omas, grandma. Der Opa, die Opas, grandpa. Der PC, die PCs, PC. Das Team, die Teams, Team.
Again. Der PC. Die PCs. PC. Das Team. Die Teams. Team. Nouns ending in NIS and IN double their consonants. Das Ereignis. Die Ereignisse. Event. Das Ergebnis. Die Ergebnisse. Result. Again. Das Ereignis. Die Ereignisse. Event. Das Ergebnis. Die Ergebnisse. Result. Die Ärztin. Die Ärztinnen. Doctor, female. Die Lehrerin. Die Lehrerinnen. Teacher, female. Again. Die Ärztin. Die Ärztinnen. Doctor, female. Die Lehrerin. Die Lehrerinnen. Teacher, female. Some nouns are only used in the singular or only in the plural. The most important ones are listed here. Only singular. Das Alter. The age. Der Ärger. The anger. Der Frieden. The peace. Die Geduld. The patience. Die Hitze. The heat. Der Lärm. The noise. Das Geld. The money. Das Glück. The luck. Die Kälte. The cold. Again, these words only in singular are das Alter. The age. Der Ärger. The anger. Der Frieden. The peace. Die Geduld. The patience. Die Hitze. The heat. Der Lärm. The noise. Das Geld. The money. Das Glück. The luck. Die Kälte. The cold. Only plural. Die Einkünfte. The income. Die Eltern. The parents. Die Ferien. The holidays. Die Gebrüder. The brothers. Die Kosten. The prices. Die Geschwister. The siblings. Die Lebensmittel. Foods. Again, the words only used in the plural form are die Einkünfte. The income. Die Eltern. The parents. Die Ferien. The holidays. Die Gebrüder. The brothers. Die Kosten. The prices. Die Geschwister. The siblings. Die Lebensmittel. Foods. You now know the basics when it comes to the plural form. We can now continue. One of the first things you need to do when you see a stranger you want to talk to, or a friend or someone you know, is greet them. Greeting someone. In Germany, when you see someone whom you need to talk to in a formal way, you will say Good morning. Guten Morgen. Again. Good morning. Guten Morgen. Good evening. Guten Abend. Again, that's good evening. Guten Abend. Good day. Guten Tag. Again, that's good day. Guten Tag. When you want to be less formal, use these expressions. Hello. Hallo. Again. Hello. Hallo. Hey. Hey. Again. Hey. Hey.
Good night. Gute Nacht. Again. Good night. Gute Nacht. Good day. Grüß Gott in southern Germany and Austria. Again, that's good day. Grüß Gott. Nice to see you. Schön, Sie, dich zu sehen. Again, that's nice to see you. Schön, Sie, dich zu sehen. Don't get confused by you written 2 times. It is just because in German, Sie, with S written big, is a formal way of saying you. We use it when talking to strangers, authorities, older people, our boss at work, and so on. Let's see how you would say goodbye to someone. Saying goodbye. Goodbye. Auf Wiedersehen. Again. Goodbye. Auf Wiedersehen. Bye for now. Bis bald. Again, that's bye for now. Bis bald. Good night. Gute Nacht. Again, that's good night. Gute Nacht. Goodbye. Ciao. Informal. Again, goodbye. Ciao. Informal. Goodbye. Tschüss. Informal. Again, that's goodbye. Tschüss. Germans will often shorten everything and just say this to greet you. Morning. Morgen. Again. Morning. Morgen. Day. Tag. Again. Day. Tag. Evening. Abend. Again, that's evening. Abend. You will probably need these words yes, no, or maybe at some point. This is how you say them. Yes. Ja. Again, that's yes. Ja. No. Nein. Again, no. Nein. Maybe. Vielleicht. Again, maybe, meaning vielleicht. Kommst du morgen? Are you coming tomorrow? Ja, nein, vielleicht. Yes, no, maybe. Again, kommst du morgen? Are you coming tomorrow? Ja, nein, vielleicht. Yes, no, maybe. Now it is time to introduce yourself and engage in small talk. Introducing yourself, asking someone about them. Let's say that you're coming across a stranger whom you want to meet and get to know. Maybe you just landed in Germany and you want to ask for some basic information. You will first greet this person and introduce yourself. It is around 10 o'clock in the morning. Good morning. Guten Morgen. I am Anna. Ich bin Anna. I'm visiting Germany for the first time. Ich besuche Deutschland zum ersten Mal. What's your name? Wie heißen Sie? Formal. Wie heißt du? Informal. Again. Good morning. Guten Morgen. I'm Anna. Ich bin Anna. I'm visiting Germany for the first time. Ich besuche Deutschland zum ersten Mal. What's your name? Wie heißen Sie? Formal. Wie heißt du? Informal. My name is Mark.
Mein Name ist Mark. I'm 25 years old. Ich bin 25 Jahre alt. How old are you? Wie alt bist du? Informal. Wie alt sind Sie? Formal. Again. My name is Mark. Mein Name ist Mark. I am 25 years old. Ich bin 25 Jahre alt. How old are you? Wie alt bist du? Informal. Wie alt sind Sie? Formal. I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Where are you from? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Again. I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Where are you from? Woher kommen Sie? Woher kommst du? Are you coming from? Kommen Sie aus? Kommst du aus? Again. Are you coming from? Kommen Sie aus? Kommst du aus? Yes, I'm from. Ja, ich komme aus. Again. Yes, I'm from. Ja, ich komme aus. Are you from? Kommst du aus? Kommen Sie aus? Again. Are you from? Kommst du aus? Kommen Sie aus? No, I'm from. Nein, ich komme aus. Again. No, I'm from. Nein, ich komme aus. I'm visiting as a tourist. Ich bin hier als Tourist. Again. I'm visiting as a tourist. Meaning, ich bin hier als Tourist. I have a job interview. Ich habe ein Bewerbungsgespräch. Again. I have a job interview. Ich habe ein Bewerbungsgespräch. If you are already in the middle of a conversation where you talk about some personal information, then you will need some more phrases. I live in Munich. Ich lebe in München. I live alone. Ich lebe allein. I live with my parents and 2 sisters. Ich lebe mit meinen Eltern und 2 Schwestern. I live in a house. Ich wohne in einem Haus. I live in an apartment. Ich wohne in einer Wohnung. Again, these phrases. I live in Munich. Ich lebe in München. I live alone. Ich lebe alleine. I live with my parents and 2 sisters. Ich lebe mit meinen Eltern und 2 Schwestern. I live in a house. Ich wohne in einem Haus. I live in an apartment. Ich wohne in einer Wohnung. Where do you live? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Again. Where do you live? Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? I live in an apartment with my roommate. Ich wohne in einem Apartment mit meinem Zimmergenossen. Again. I live in an apartment with my roommate. Ich wohne in einem Apartment mit meinem Zimmergenossen. I come from Berlin, but I'm staying in Frankfurt. Ich komme aus Berlin, aber ich studiere in Frankfurt. Again. I come from Berlin, but I am studying in Frankfurt. Ich komme aus Berlin, aber ich studiere in Frankfurt. At the moment, I live with my boyfriend. We are both students. Zurzeit wohne ich mit meinem Freund zusammen. Wir beide sind Studenten. Again. At the moment, I live with my boyfriend. We are both students.
Zurzeit wohne ich mit meinem Freund zusammen. Wir beide sind Studenten. I live together with my girlfriend. Her name's Paula and we have only been here for a year. Ich wohne zusammen mit meiner Freundin. Ihr Name ist Paula und wir sind erst seit einem Jahr hier. Again. I live together with my girlfriend. Her name is Paula and we have only been here for a year. Ich wohne zusammen mit meiner Freundin. Ihr Name ist Paula und wir sind erst seit einem Jahr hier. My husband got a job in Germany. That is why I decided to come with him and I'm looking for a job right now. Mein Mann hat in Deutschland einen Job bekommen. Deswegen habe ich entschieden, mit ihm zu kommen und ich bin gerade auf der Suche nach einem Job. Again. My husband got a job in Germany. That is why I decided to come with him and I'm looking for a job right now. Mein Mann hat in Deutschland einen Job bekommen. Deswegen habe ich entschieden, mit ihm zu kommen und ich bin gerade auf der Suche nach einem Job. I live in a small apartment together with my wife. Ich wohne in einer kleinen Wohnung mit meiner Frau zusammen. Again. I live in a small apartment together with my wife. Ich wohne in einer kleinen Wohnung mit meiner Frau zusammen. Since I'm still in school, I live with my parents. Da ich immer noch zur Schule gehe, wohne ich bei meinen Eltern. Again. Since I'm still in school, I live with my parents. Da ich immer noch zur Schule gehe, wohne ich bei meinen Eltern. I live together with my friends. We rent a shared flat. Ich wohne zusammen mit meinen Freunden. Wir haben eine WG gemietet. Again. I live together with my friends. We rent a shared flat. Ich wohne zusammen mit meinen Freunden. Wir haben eine WG gemietet. At the moment, I live with relatives. It is easier for me. Zurzeit lebe ich mit Verwandten zusammen. Es ist einfacher so für mich. Again. At the moment, I live with relatives. It is easier for me. Zurzeit lebe ich mit Verwandten zusammen. Es ist einfacher so für mich. Do you live on your own or with someone? Lebst du allein oder mit jemandem zusammen? I live on my own. Ich lebe allein. Again, that's. Do you live on your own or with someone? Lebst du allein oder mit jemandem zusammen? I live on my own. Ich lebe allein. I have a roommate and we live together. Ich habe einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, mit der ich zusammenwohne. I have a roommate and we live together. Ich habe einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, mit der ich zusammenwohne. I have 2, 3 more roommates. Ich habe 2, 3 mehr Mitbewohner, Mitbewohnerinnen. Again, that's. I have 2, 3 more roommates. Roommates. Ich habe 2, 3 mehr Mitbewohner, Mitbewohnerinnen. When talking about where you come from, you can easily answer with some simple phrases or even talk a little deeper about your origin and relatives. You can ask your conversation partner the same questions for small talk. Where are you from? Woher kommst du? Again, that's. Where are you from? Woher kommst du? Where does your family come from? Woher kommt deine Familie? Again. Where does your family come from? Woher kommt deine Familie? Where does your father, mother come from? Woher kommt dein Vater, deine Mutter? Again. Where does your father, mother come from? Woher kommt dein Vater, deine Mutter? I'm from Chicago. Ich bin aus Chicago. Again. I'm from Chicago. Ich bin aus Chicago. What part of Chicago do you come from?
Aus welchem Teil von Chicago kommst du? Again, what part of Chicago do you come from? Aus welchem Teil von Chicago kommst du? Where exactly is that? Wo genau befindet sich das? Again, where exactly is that? Wo genau befindet sich das? I was there once. It was really nice. Ich war mal dort. Es war wirklich schön. Again, I was there once. It was really nice. Ich war mal dort. Es war wirklich schön. I was never there, but I would like to visit sometime. Ich war noch nie dort, aber ich würde es gerne besuchen. Again, I was never there, but I would like to visit sometime. Ich war noch nie dort, aber ich würde es gerne besuchen. In which city do you live? In welcher Stadt wohnst du? Again, in which city do you live? In welcher Stadt wohnst du? I live in London. Ich wohne in London. Again, I live in London. Ich wohne in London. I'm originally from Spain, but I live now in Germany. Ich komme ursprünglich aus Spanien, aber jetzt lebe ich in Deutschland. Again, I'm originally from Spain, but I live now in Germany. Ich komme ursprünglich aus Spanien, aber jetzt lebe ich in Deutschland. I was born in Germany, but grew up in England. Ich bin in Deutschland geboren, aber aufgewachsen bin ich in England. Again, I was born in Germany, but grew up in England. Ich bin in Deutschland geboren, aber aufgewachsen bin ich in England. My family was in Switzerland during the war. Then we came back to Germany. We have been living here for a long time. Meine Familie war während des Krieges in der Schweiz. Danach sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Wir leben hier schon lange. Again, that's. My family was in Switzerland during the war. Then we came back to Germany. We have been living here for a long time. Meine Familie war während des Krieges in der Schweiz. Danach sind wir wieder nach Deutschland gekommen. Wir leben hier schon lange. My grandparents are from Germany. My father wanted us to come here as well. Meine Großeltern sind aus Deutschland. Mein Vater wollte, dass wir auch hierher kommen. Again. My grandparents are from Germany. My father wanted us to come here as well. Meine Großeltern sind aus Deutschland. Mein Vater wollte, dass wir auch hierher kommen. What brings you to Germany? Was bringt dich nach Deutschland? Again, that's. What brings you to Germany? Meaning, was bringt dich nach Deutschland? I'm on holiday here. I really like it. Ich mache hier nur Urlaub. Ich mag es hier sehr. Again. I'm on holiday here. I really like it. Ich mache hier nur Urlaub. Ich mag es hier sehr. I'm on business trip and I want to use this opportunity to look around a bit. Ich bin auf Geschäftsreise und nutze die Gelegenheit, mich auch ein bisschen umzusehen. Again. I'm on business trip and I want to use this opportunity to look around a bit. Ich bin auf Geschäftsreise und nutze die Gelegenheit, mich auch ein bisschen umzusehen. I've been living here for 2 years. Ich lebe hier schon seit 2 Jahren. Again, that's. I've been living here for 2 years. Ich lebe hier schon seit 2 Jahren. I work here as a nurse. Ich arbeite hier als Krankenschwester. Again, that's. I work here as a nurse. Ich arbeite hier als Krankenschwester. I am studying in Berlin and that is why I'm here. Ich studiere in Berlin und deswegen bin ich hier. Again, that's. I am studying in Berlin and that is why I'm here. Ich studiere in Berlin und deswegen bin ich hier. I always wanted to live abroad. That was my dream. So I decided to come here and look for a job. Now I am here working in a great company. Ich wollte schon immer im Ausland leben.
Das war mein Traum. So habe ich mich entschieden, hierher zu kommen und nach einem Job zu suchen. Jetzt bin ich hier und arbeite in einer großartigen Firma. Again, that's. I always wanted to live abroad. That was my dream. So I decided to come here and look for a job. Now I am here working in a great company. Ich wollte schon immer im Ausland leben. Das war mein Traum. So habe ich mich entschieden, hierher zu kommen und nach einem Job zu suchen. Jetzt bin ich hier und arbeite in einer großartigen Firma. How long are you here? Wie lange bist du denn schon hier? Again, that's. How long are you here? Wie lange bist du denn schon hier? I've just moved here. Ich bin gerade erst hierher gezogen. Again, that's. I have just moved here. Ich bin gerade erst hierher gezogen. I've been living here for a few months. That is why my German is not that good yet. Ich lebe hier seit ein paar Monaten. Deswegen ist mein Deutsch noch nicht so gut. Again, that's. I've been living here for a few months. That is why my German is not that good yet. Ich lebe hier seit ein paar Monaten. Deswegen ist mein Deutsch noch nicht so gut. I've been living here for a year and I like it very much. Ich lebe hier schon ein Jahr und mir gefällt es sehr gut. Again, that's. I've been living here for a year and I like it very much. Ich lebe hier schon ein Jahr und mir gefällt es sehr gut. I am here for a little over 2 years. Ein bisschen länger als 2 Jahre bin ich hier. Again, that's. I am here for a little over 2 years. Ein bisschen länger als 2 Jahre bin ich hier. How long do you want to stay? What are your plans? Wie lange willst du bleiben? Was für Pläne hast du? Again, that's. How long do you want to stay? What are your plans? Wie lange willst du bleiben? Was für Pläne hast du? I want to stay here until August. I would like to visit and see some more. Ich will bis August hier bleiben. Ich möchte noch einiges besuchen und sehen. Again, that's. I want to stay here until August. I would like to visit and see some more. Ich will bis August hier bleiben und möchte noch einiges besuchen und sehen. A few months until I have holidays. Then I go back to Spain. But I will come back to Germany to work. Ein paar Monate, bis ich Ferien habe. Dann gehe ich wieder nach Spanien zurück. Ich werde aber wieder nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. Again, that's. A few months until I have holidays. Then I go back to Spain. But I will come back to Germany to work. Ein paar Monate, bis ich Ferien habe. Dann gehe ich wieder nach Spanien zurück. Ich werde aber wieder nach Deutschland kommen, um zu arbeiten. I have to stay 1 more year until my studies are over. I have some more exams. After that, I plan to look for a job in Germany. I want to stay here forever. Ich muss noch ein Jahr bleiben, bis mein Studium zu Ende ist. Ich habe noch einige Prüfungen. Danach plane ich in Deutschland nach einem Job zu suchen. Ich möchte hier für immer bleiben. Again, that's. I have to stay 1 more year until my studies are over. I have some more exams. After that, I plan to look for a job in Germany. I want to stay here forever. Ich muss noch ein Jahr bleiben, bis mein Studium zu Ende ist. Ich habe noch einige Prüfungen. Danach plane ich in Deutschland nach einem Job zu suchen. Ich möchte hier für immer bleiben. I'm not sure. I have not planned anything yet. Ich bin nicht sicher. Ich habe noch nichts geplant. Again, that's. I'm not sure. I've not planned anything yet. Ich bin nicht sicher. Ich habe noch nichts geplant. Do you like it here? Magst du es hier? Again. Do you like it here? Magst du es hier? Yes, I love it. I like the city, the people, the way they live here. Everything is great. Ja, ich liebe es. Ich mag die Stadt, die Menschen, die Art, wie man hier lebt. Einfach alles ist super. Again, that's. Yes, I love it.
I like the city, the people, the way they live here. Everything is great. Ja, ich liebe es. Ich mag die Stadt, die Menschen, die Art, wie man hier lebt. Einfach alles ist super. I really like it. It is different than my homeland. Everything is much better here. Ich mag es sehr. Es ist anders als mein Heimatland. Hier ist alles viel besser. Again, that's. I really like it. It is different than my homeland. Everything is much better here. Ich mag es sehr. Es ist anders als mein Heimatland. Hier ist alles viel besser. It is all right so far. Bis jetzt ist es in Ordnung. Again, that's. It is all right so far. Bis jetzt ist es in Ordnung. What do you like here the most? Was gefällt dir hier besonders? Again. What do you like here the most? Was gefällt dir hier besonders? I like a lot here, but most of all I like the food. I love the German specialties and the tradition. Ich mag sehr vieles hier, doch am meisten mag ich das Essen. Ich liebe die deutschen Spezialitäten und die Tradition. Again, that's. I like a lot here, but most of all I like the food. I love the German specialties and the tradition. Ich mag sehr vieles hier, doch am meisten mag ich das Essen. Ich liebe die Spezialitäten und die Tradition. The weather is very nice here. It is just perfect for everything. Das Wetter hier ist sehr schön. Es ist einfach perfekt für alles. Again. The weather is very nice here. It is just perfect for everything. Das Wetter hier ist sehr schön. Es ist einfach perfekt für alles. The people are very friendly and willing to help. I like how organized everyone is and how everything works in the city. Die Leute sind hier sehr freundlich und bereit zu helfen. Ich mag, wie organisiert alle sind und die Art, wie alles in der Stadt funktioniert. Again. The people are very friendly and willing to help. I like how organized everyone is and how everything works in the city. Die Leute sind hier sehr freundlich und bereit zu helfen. Ich mag, wie organisiert alle sind und die Art, wie alles in der Stadt funktioniert. What are you doing here? Was machst du so hier? Again. What are you doing here? Was machst du so hier? My everyday life is nothing special. I get up, go to school and then I usually have to study or go eat with my friends. Mein Alltag ist nichts Besonderes. Ich stehe auf, gehe zur Schule und danach muss ich meistens lernen oder ich gehe mit meinen Freunden etwas essen. Again. My everyday life is nothing special. I get up, go to school and then I usually have to study or go eat with my friends. Mein Alltag ist nichts Besonderes. Ich stehe auf, gehe zur Schule und danach muss ich meistens lernen oder ich gehe mit meinen Freunden etwas essen. I go to work in the morning. After that, I'd like to watch a movie in my flat or go for a walk. This relaxes me a lot. I also like to go shopping. Ich gehe morgens zur Arbeit. Danach mag ich es, einen Film in meiner Wohnung anzuschauen oder ich mache einen Spaziergang. Dies entspannt mich sehr. Ich mag es aber auch, einkaufen zu gehen. Again. I go to work in the morning. After that, I'd like to watch a movie in my flat or go for a walk. This relaxes me a lot. I also like to go shopping. Ich gehe morgens zur Arbeit. Danach mag ich es, einen Film in meiner Wohnung anzuschauen. Oder ich mache einen Spaziergang. Dies entspannt mich sehr. Ich mag es aber auch, einkaufen zu gehen. Why are you in Germany? Warum bist du in Deutschland? Again. Why are you in Germany? Warum bist du in Deutschland? What are you doing in Germany? Was machst du in Deutschland? Again. What are you doing in Germany? Was machst du in Deutschland? Because I want to work, study here. Weil ich hier arbeiten, studieren möchte. Again. Because I want to work, study here. Weil ich hier arbeiten, studieren möchte. I'm just visiting as a tourist. I like to travel a lot and Germany was one of my wishes for a long time. Ich bin nur als Tourist hier. Ich mag es zu reisen und Deutschland war schon lange mein Wunsch.
Again. I'm just visiting as a tourist. I like to travel a lot and Germany was one of my wishes for a long time. Ich bin nur als Tourist hier. Ich mag es zu reisen und Deutschland war schon lange mein Wunsch. What do you think about this place? Wie fühlst du über diesen Ort? Again. What do you think about this place? Wie fühlst du über diesen Ort? It is great. I really like the people and the atmosphere. Es ist ausgezeichnet. Ich mag die Menschen und die Atmosphäre. Again. It is great. I really like the people and the atmosphere. Es ist ausgezeichnet. Ich mag die Menschen und die Atmosphäre. Good. I like the city, but the weather is bad. Gut. Ich finde die Stadt schön, aber ich mag das Wetter nicht. Again, that's. Good. I like the city, but the weather is bad. Gut. Ich finde die Stadt schön, aber ich mag das Wetter nicht. How long have you been here? Wie lange bist du schon hier? Again. How long have you been here? Wie lange bist du schon hier? I've been here for 3 days. Ich bin hier schon seit 3 Tagen. Again. I've been here for 3 days. Ich bin hier schon seit 3 Tagen. Whom are you traveling with? Mit wem reist du? Again. Whom are you traveling with? Mit wem reist du? I'm traveling with my sister, husband, wife. Ich reise mit meiner Schwester, Mann, Frau. Again. I'm traveling with my sister, husband, wife. Ich reise mit meiner Schwester, Mann, Frau. Would you like to go out? Möchtest du mit mir ausgehen? Again. Would you like to go out? Möchtest du mit mir ausgehen? Of course. When do we meet? Natürlich. Wann treffen wir uns? Again. Of course. When do we meet? Natürlich. Wann treffen wir uns? If you get more comfortable with a person, you can start talking about what you like and what not. I like animals, especially cats. They really fascinate me a lot. I have 3 cats and I want to have a lot more. Ich mag Tiere, besonders Katzen. Sie faszinieren mich wirklich sehr. Ich habe 3 Katzen und möchte noch viel mehr haben. Again. I like animals, especially cats. They really fascinate me a lot. I have 3 cats and I want to have a lot more. Ich mag Tiere, besonders Katzen. Sie faszinieren mich wirklich sehr. Ich habe 3 Katzen und möchte noch viel mehr haben. I like nature. Nature relaxes and calms me. I just like lying in the meadow and looking into the blue sky. It works wonders. Ich mag die Natur. Die Natur entspannt und beruhigt mich. Ich mag es einfach nur auf einer Wiese zu liegen und in den blauen Himmel zu schauen. Das wirkt bei mir sehr gut. Again. I like nature. Nature relaxes and calms me. I just like lying in the meadow and looking into the blue sky. It works wonders. Ich mag die Natur. Die Natur entspannt und beruhigt mich. Ich mag es einfach nur auf einer Wiese zu liegen und in den blauen Himmel zu schauen. Das wirkt bei mir sehr gut. I like sports. I've always been a sporty person. I used to practice tennis and now I just like to go jogging or swimming. I'm always active because that is how I feel best. Ich mag Sport. Ich war schon immer ein sportlicher Mensch. Früher habe ich Tennis trainiert und jetzt mag ich es einfach, joggen zu gehen oder zu schwimmen. Ich bin immer aktiv, denn so fühle ich mich am besten. Again. I like sports. I've always been a sporty person. I used to practice tennis and now I just like to go jogging or swimming. I'm always active because that is how I feel best. Ich mag Sport. Ich war schon immer ein sportlicher Mensch. Früher habe ich Tennis trainiert. Jetzt mag ich es, einfach joggen zu gehen oder zu schwimmen. Ich bin immer aktiv, denn so fühle ich mich am besten. I like spending time with my family. We often do a picnic over the weekend.
That connects us even more. Ich mag es, mit meiner Familie die Zeit zu verbringen. Wir machen oft am Wochenende ein Picknick. Das verbindet uns noch mehr. Again. I like spending time with my family. We often do a picnic over the weekend. That connects us even more. Ich mag es, mit meiner Familie die Zeit zu verbringen. Wir machen oft am Wochenende ein Picknick. Das verbindet uns noch mehr. I love to spend time with my friends. We often go to a movie or we go to a concert. Sometimes we just go dancing in a club. Ich liebe es, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Wir gehen oft einen Film anschauen oder wir gehen auf ein Konzert. Manchmal gehen wir einfach nur in einen Club tanzen. Again. I love to spend time with my friends. We often go to a movie or we go to a concert. Sometimes we just go dancing in a club. Ich liebe es, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Wir gehen oft einen Film anschauen oder wir gehen auf ein Konzert. Manchmal gehen wir einfach nur in einem Club tanzen. Did you go to the concert last night? Warst du beim Konzert letzte Nacht? Again that. Did you go to the concert last night? Warst du beim Konzert letzte Nacht? I like the band. Ich mag die Band. Again. I like the band. Ich mag die Band. Yes, I was at the concert. It was just awesome. Who were you with? Ja, ich war beim Konzert. Es war einfach genial. Mit wem warst du dort? Again. Yes, I was at the concert. It was just awesome. Who were you with? Ja, ich war beim Konzert. Es war einfach genial. Mit wem warst du dort? I was there with my girlfriend. She persuaded me and in the end we had a lot of fun. Ich war da mit meiner Freundin. Sie hat mich überredet und am Ende hatten wir viel Spaß. Again. I was there with my girlfriend. She persuaded me and in the end we had a lot of fun. Ich war da mit meiner Freundin. Sie hat mich überredet und am Ende hatten wir viel Spaß. I have a dog called Leo. Ich habe einen Hund, der Leo heißt. Again. I have a dog called Leo. Ich habe einen Hund, der Leo heißt. Do you own a pet? Hast du ein Haustier? Again. Do you own a pet? Hast du ein Haustier? No, I don't. But I had a cat earlier. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte aber früher eine Katze. Again. No, I don't. But I had a cat earlier. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte aber früher eine Katze. If you want to stay in touch with the person you just talked to, then you could also use the following phrases. Ask for contact details. Nach Kontaktdaten fragen. If you were talking to someone your age or with someone whom you want to hang out with, then you could say, Hey, I really liked our conversation. We should maybe meet again. What do you think? Hey, ich fand unser Gespräch wirklich toll. Wir sollten uns vielleicht mal wieder treffen. Was meinst du? Again, that's. Hey, I really liked our conversation. We should maybe meet again. What do you think? Hey, ich fand unser Gespräch wirklich toll. Wir sollten uns vielleicht mal wieder treffen. Was meinst du? Yes, gladly. I also found it very nice. Let's exchange numbers. Ja, gerne. Ich fand es auch sehr nett. Lass uns Nummern austauschen. Again? Yes, gladly. I also found it very nice. Let's exchange numbers. Ja, gerne. Ich fand es auch sehr nett. Lass uns Nummern austauschen. Do you have a phone number? Hast du eine Telefonnummer? Again? Do you have a phone number? Hast du eine Telefonnummer? What is your phone number? Wie ist deine Telefonnummer? Again, that's. What is your phone number? Wie ist deine Telefonnummer? If you are exchanging contacts with someone important, like your new boss or someone whom you need to talk to formally, then you can exchange email addresses. What is your email address? Wie ist deine E-Mail-Adresse? Again, that's. What is your email address? Was ist deine E-Mail-Adresse? What is your address? Wie ist deine Adresse?
Again. What is your address? Wie ist deine Adresse? Could I take your phone number? Kann ich deine Telefonnummer haben? Again, that's. Could I take your phone number? Kann ich deine Telefonnummer haben? Could I take your email address? Kann ich deine E-Mail-Adresse haben? Again, that's. Could I take your email address? Kann ich deine E-Mail-Adresse haben? You can also ask for social media. Do you have Facebook? Hast du vielleicht Facebook? Again. Do you have Facebook? Hast du vielleicht Facebook? Do you use Skype? What is your name on there? Benutzt du Skype? Wie lautet dein Name dort? Again. Do you use Skype? What is your name on there? Benutzt du Skype? Wie lautet dein Name dort? What is your username? Was ist dein Benutzername? Again. What is your username? Was ist dein Benutzername? Sometimes you will be in a situation where you will need to introduce someone else to your friends or someone important. Here is how to do it. Do you know Maria? Kennst du Maria? Again. Do you know Maria? Kennst du Maria? This is Maria, my wife. Dies ist Maria, meine Ehefrau. Again. This is Maria, my wife. Dies ist Maria, meine Ehefrau. This is my husband. Das ist mein Ehemann. Again. This is my husband. Das ist mein Ehemann. This is my son, daughter, friend. Das ist mein Sohn, meine Tochter, Freund, Freundin. Again. This is my son, daughter, friend. Das ist mein Sohn, meine Tochter, mein Freund, meine Freundin. I'm sorry, what is your name again? Entschuldigung, wie ist dein Name? Again, that's. I'm sorry, what is your name again? Entschuldigung, wie ist dein Name? Did you already meet each other? Habt ihr euch schon kennengelernt? Again, that's. Did you already meet each other? Habt ihr euch schon kennengelernt? Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Again. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Pleased to meet you. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Again, that's. Pleased to meet you. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. How do you know each other? Wie habt ihr euch kennengelernt? Again. How do you know each other? Wie habt ihr euch kennengelernt? We work in the same company. We met only a few months ago. Wir arbeiten in derselben Firma. Wir haben uns erst vor einigen Monaten kennengelernt. Again, that's. We work in the same company. We met only a few months ago. Wir arbeiten in derselben Firma. Wir haben uns erst vor einigen Monaten kennengelernt. We work together in the same company a couple of years ago. Since then we are best friends. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen in der gleichen Firma gearbeitet. Seitdem sind wir beste Freunde. Again, that's. We worked together in the same company a couple of years ago. Since then we are best friends. Wir haben vor ein paar Jahren zusammen in der gleichen Firma gearbeitet. Seitdem sind wir beste Freunde. We went to the same school. We were best friends back then, but she moved after that. Wir gingen auf die gleiche Schule. Damals waren wir beste Freunde, doch er ist danach umgezogen. Again, that's. We went to the same school. We were best friends back then, but she moved after that. Meaning, wir gingen auf die gleiche Schule. Damals waren wir beste Freunde, doch er ist danach umgezogen. We studied together. Wir studieren zusammen. Again, that's. We study together. Wir studieren zusammen. We studied together. We often learn together and drank coffee. Wir haben zusammen studiert. Oft haben wir zusammen gelernt und Kaffee getrunken. Again, that's. We studied together.
We often learned together and drank coffee. Wir haben zusammen studiert. Oft haben wir zusammen gelernt und Kaffee getrunken. These were some of the most important phrases for when you talk to someone new or someone you know a little. Now on to how to say please and thank you. Please and thank you. Bitte und danke. Bitte. Please. Again. Bitte. Please. This word is often used when talking politely. Kannst du mir bitte den Stift geben? Can you please give me the pen? The word bitte is often put in the middle of the sentence. If you want to answer to bitte, say gerne. You're welcome. Again, gerne. You're welcome. Bitte sehr. Here you are. Again, bitte sehr. Here you are. Danke. Thank you. Again, danke. Thank you. Danke sehr or Dankeschön. Thank you or thank you very much. Again, that's Danke sehr or Dankeschön. Thank you or thank you very much. Entschuldigung. Sorry. Again, Entschuldigung. Sorry. Examples. Entschuldigung, wie spät ist es bitte? Sorry, what time is it, please? Es ist 10 Uhr. Danke sehr. It is 10 o'clock. Thank you very much. Wie geht es dir? Ihnen? How are you? Danke, gut. Good, thank you. Darf ich bitte einen Stift haben? Can I please have a pen? Danke für den Stift. Thank you for the pen. Kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Can I have a cup of water, please? Einen Kaffee bitte. One coffee, please. Important verbs. Sein. To be. Irregular verb. Haben. To have. Irregular for the second and third person singular. Du, er, sie, es. Heißen. To be called, be named. Kommen. To come. Wohnen. To live. These verbs are important because we use them to talk about ourselves or to ask others about them, their name, where they come from, and so on. Of course, we cannot use the infinitive of the verbs in sentences. Sein. We use this verb to say who we are, where we come from, how we are, and to talk about our characteristics. We can use it to describe someone else. Er ist Arzt. He is a doctor. Occupation. Er ist aus München. He is from Munich. Ancestry. Er ist in Spanien. He is in Spain. Place. Das ist Frau Schmidt. This is Mrs. Schmidt. Sein. Sein plus Nomen. It's to be plus noun. Sie ist sehr interessant. She is very interesting. Sein plus Adjektiv. Here we have to be plus adjective. Conjugation. Ich bin. I am. Again. Ich bin. I am. Du bist.
you are. Again, that's du bist, you are. Er, sie, es ist. He, she, it is. Again, that's er, sie, es ist. He, she, it is. Wir sind. We are. Again, wir sind. We are. Ihr seid. You are. Again, ihr seid. You are. Sie sind. They are. Again, sie sind. They are. Examples. Ich bin Anna. I am Anna. Du bist David. You are David. Wir sind aus Spanien. We are from Spain. Sie sind aus Amerika. They are from America. Haben. We use haben for belongings. When we want to say that we have a car, a brother, a job, a house, brown hair, blue eyes, a dress, etc., then we use this verb. Ich habe eine Katze. I have a cat. Er hat blaue Augen. He has blue eyes. Sie hat einen Bruder. She has a brother. Wir haben viel zu tun. We have much to do. Ihr habt Hausaufgaben. You have homework. Conjugation. Ich habe. I have. Again, that's ich habe. I have. Du hast. You have. Again, du hast. You have. Er, sie, es hat. He, she, it has. Again, that's er, sie, es hat. He, she, it has. Wir haben. We have. Again, wir haben. We have. Ihr habt. You have. Again, that's ihr habt. You have. Sie haben. They have. Again, sie haben. They have. Heißen. We use the verb heißen to say our name or the name of someone else. We could translate it as I am or my name is. Ich heiße David. I am David. My name is David. Sie heißt Anna. She is Anna. Her name is Anna. Wie heißt du? What is your name? Heißen, kommen, wohnen, and the majority of German verbs are regular verbs that we conjugate by adding certain endings to the verb stem for each person in singular and plural. Let's see the endings for each person. Ich, I, du, st, er, sie, es, t, wir, in, ihr, t, sie, en. But we can't add those endings to the infinitive. We need to add them to the verb stem, and this applies to all the regular verbs. For example, we have the verb heißen.
We get the verb stem by removing the ending, en, then we are just left with heiß. And this is the verb stem that we need. Ich heiße. Du heißt. Sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Kommen. Kommen is another regular verb that we conjugate just like the previous verb heißen. This verb is used when saying the country, city or place that someone comes from, or can be used like the English verb to come. Ich komme aus Berlin. I come from Berlin. Sarah kommt morgen nach Hause. Sarah comes home tomorrow. Frank kommt zur Party. Frank comes to the party. Wir kommen aus Spanien. We come from Spain. Woher kommt sie? Where is she from? Conjugation. Ich komme. Du kommst. Sie, es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. As you can see, the endings are the same, just like the endings for the previous verb. These endings are the same for all the regular verbs. You can try it for yourself and conjugate the verb wohnen before we do it in the following section. Just try to do it in your head and check your results. Wohnen. This verb is used for stating where someone lives when it comes to the type of building. That means a house, an apartment, etc. Or is used to say whom someone lives with. Ich wohne in einer Wohnung. I live in an apartment. Sie wohnt in einem Haus. She lives in a house. Wir wohnen in einem Zimmer. We live in a room. Du wohnst mit deiner Schwester. You live with your sister. Er wohnt dort seit 3 Jahren. He has been living there for 3 years. Wo wohnst du? Where do you live? Conjugation. Ich wohne. Du wohnst. Sie, es wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Now that you know about verbs, let's look at word order in a sentence. We will just cover the word order in the main clause. A sentence consists of the subject, person or thing performing the activity, predicate, conjugated verb, and possibly other clauses. In a main clause, with a dot at the end, the predicate is in second place. Ich gehe heute ins Kino. I go today to the cinema. Literal translation. Again. Ich gehe heute ins Kino. I go today to the cinema. Unser Vater spielt gern Tennis. Our father likes playing tennis. Again. Unser Vater spielt gern Tennis. Our father likes playing tennis. Natalie schreibt nicht gern. Natalie does not like to write. Again, that's Natalie schreibt nicht gern. Natalie does not like to write. If another clause comes first in the main clause, the subject comes immediately after the predicate. Heute gehe ich ins Kino. Today
I go to the cinema. Again, that's heute gehe ich ins Kino. Today I go to the cinema. As you can see, the subject ich, I, came right after the verb gehe. Questions. Question without a question word. Predicate comes in the first place, then comes the subject. Gehst du heute ins Kino? Are you going to the cinema today? Again, that's Gehst du heute ins Kino? Are you going to the cinema today? Gibt es etwas über Design? Is there something about design? Again, that's Gibt es etwas über Design? Is there something about design? On such a decision question, one answers yes or no. Supplementary question with question word. In the first place is the question word, in the second place is the predicate, then comes the subject. Wohin gehst du heute? Where are you going today? Again. Wohin gehst du heute? Where are you going today? Wie ist dein Name? What is your name? Again, that's Wie ist dein Name? What is your name? Wo ist die Ausstellung? Where is the exhibition? Again, that's Wo ist die Ausstellung? Where is the exhibition? Wohin gehst du heute? Where are you going today? Again, that's Wohin gehst du heute? Where are you going today? Question words. Question words are very important and make the forming of the question easier. They begin with the letter W. Let's take a look at them. Wer? Who? Wer ist das? Who is that? Again. Wer ist das? Who is that? Was? What? Was möchtest du essen? What do you want to eat? Again. Was möchtest du essen? What do you want to eat? Was machen wir heute? What are we doing today? Again, that's Was machen wir heute? What are we doing today? Wessen? Whose? Wessen Hund ist das? Whose dog is this? Again. Wessen Hund ist das? Whose dog is this? Wem? Whom? Wem soll ich helfen? Whom should I help? Again. Wem soll ich helfen? Whom should I help? Wen? Who? Wen besuchen wir heute? Who are we visiting today? Again, that's Wen besuchen wir heute? Who are we visiting today? Warum? Why? Warum bist du traurig? Why are you sad? Again. Warum bist du traurig? Why are you sad? Wann? When? Wann kommst du zu uns? When are you coming to us? Again. Wann kommst du zu uns? When are you coming to us? Wo? Where? Wo wohnst du? Where do you live? Again. Wo wohnst du? Where do you live? Wohin? To where? Wohin fahrt ihr im Urlaub? Where are you driving to on vacation? Again, that's
Wohin fahrt ihr im Urlaub? Where are you driving to on vacation? Woher? From where? Woher kommst du? Where are you from? Again, that's woher kommst du? Where are you from? These were the question words, and now we need to focus on another important part of each sentence, the object. Order of the objects in the sentence. If two objects occur as nouns in the sentence, the dative object comes before the accusative object. You can see this from the following example. Ich gebe meinem Freund das Buch. Meinem Freund. To my friend. Dative. Das Buch. The book. Accusative. I give the book to my friend. We are used to another order in English. The object as a personal pronoun is always in front of the object as a noun. Ich gebe ihm das Buch. The dative of the personal pronoun comes before the object in the accusative. I give him the book. Ich gebe es ihm. The object as a personal pronoun, is, comes before the object as a noun. I give it to him. If two objects occur as personal pronouns in the sentence, the accusative object stands in front of the dative object. Ich gebe meinem Freund das Buch. I give the book to my friend. Ich gebe es ihm. Accusative stands before dative. I give it to him. Negation. Nicht. Not. The negation nicht is used to deny the whole sentence or part of a sentence. When negating the whole sentence, we put nicht at the end of the sentence, but before the second verb. Ich liebe dich nicht. I do not love you. Leider kann ich nicht schwimmen. Können, kann, first verb. Schwimmen, second verb. Unfortunately, I cannot swim. When negating part of a sentence, nicht comes before the negated part of the sentence. Ich will jetzt nicht schwimmen, sondern in einer Stunde. I do not want to swim now, but in an hour. Sie geht nicht mit Mario, sondern mit Peter. She does not go with Mario, but with Peter.